In unserer Gesellschaft ist es heutzutage so normal, dass Frauen sich rechtfertigen und ganz oft bemerken wir es gar nicht. Wir erklären uns für unsere Entscheidungen, wir relativieren unsere Meinung und wir entschuldigen uns für unsere Bedürfnisse, ohne dass das von uns verlangt wird. Und das kostet ganz viel Energie. Und mit der Zeit wird unser Selbstbewusstsein immer weniger. Erkennst du dich darin wieder? Falls wir uns noch nicht kennen, schön, dass du hier bist. Ich bin Anja, ganzheitliche Mentorin für Frauen und Frauenempowerment. Ich helfe Frauen aus ihrer Erschöpfung und aus Blockaden rein in ihre Kraft, um das Leben zu führen, das sie sich so sehr wünschen. Und heute geht es darum, eben aus diesen Muster auszusteigen, damit du selbstbewusst lebst. Diese Version, die du dir so sehr wünschst und eben diesen Muster endgültig ein Ende zu setzen. Ich teile meine Erfahrung und du siehst auch praktische Übungen und Beispiele, denn wie schon gesagt, ganz oft wissen wir gar nicht, aha, ich rechtfertige mich so sehr und dann wundern wir uns, warum wir keine Energie haben oder eben auch, warum wir in bestimmten Situationen in einem bestimmten Umfeld feststecken. Und ja, bei mir war es eben in der Vergangenheit so, dass ich mich immer wieder gerechtfertigt habe, ohne dass ich eigentlich gewusst habe, was da passiert und warum ich das mache. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann war das eben so, hauptsächlich im familiären Umfeld. In meiner Familie war es so, dass es sehr klare Vorstellungen gab, wie das Leben auszusehen hatte und wie nicht. Und ich war eben immer schon eine, die andere Wege gegangen ist. Und deshalb habe ich gemerkt, ich brauche da gute Gründe. Zum Beispiel eben, als ich meine Reise nach Lateinamerika angetreten bin, dann sind solche Sätze von mir gekommen wie, also ich muss das jetzt machen, weil ich bin jetzt jung und ich komme ja wieder zurück und es ist ja nur für eine bestimmte Zeit und. Oder eben, als ich nach Deutschland gefahren bin zur Heilpraktikerin, als ich meine Leishmaniose heilte, wie ich vor ein paar Wochen in einem Video gesprochen habe, von meinem dunkelsten Kapitel im Leben, schau dir das sehr gerne an. Da kamen auch solche Sätze wie, ja, ich weiß, es ist weit und es ist sehr teuer, aber sie macht etwas, das ich sonst nirgendwo finde und, ohne dass das von mir ausdrücklich gefragt wurde. Und mit der Zeit merkte ich eben, dass meine Energie immer weiter nach unten ging, aber ich habe nicht verstanden, warum eigentlich. Und wenn wir uns da mal anschauen, was ist denn der Grund? Warum rechtfertigen wir uns? Was steckt da wirklich dahinter? Zum einen rechtfertigen wir uns, weil wir Zugehörigkeit und Anerkennung suchen. Oftmals hat ein Teil von uns in der Vergangenheit gelernt, dass nur wenn ich mich erkläre, werde ich geliebt. Nur wenn ich was tue, erhalte ich Liebe. Und Und dann eben wiederholt sich diese Überlebensstrategie bis spät ins Erwachsenealter, wenn das nicht aufgelöst und erkannt wird. Oftmals ist es aber auch einfach so, dass wir ein niedriges Selbstbewusstsein haben und dass wir glauben, tief im Kern, so wie wir sind, nicht genug zu sein. Und deshalb eben kommt diese Rechtfertigung, um eben was zu kompensieren. Aber es können auch emotionale Mechanismen dahinter stecken, wie zum Beispiel die Scham. Die Scham, dass du tief in dir glaubst, dass du falsch bist, so wie du bist, dass du nicht gut bist, so wie du bist. Das hat mit toxischer Scham aus der Kindheit zu tun, meistens. Oder oftmals steckt auch Schuld dahinter. Wenn wir glauben, wir hätten etwas falsch gemacht, dann erkläre ich mich, um eben das wie auszugleichen. Und oft ist es auch einfach so, dass du vielleicht ein erhöhtes Harmoniebedürfnis hast und du möchtest Konflikte aus dem Weg gehen. Und so eben übernimmst du diese Rolle der Harmoniebewahrenden. Aber es können auch soziale und kulturelle Prägungen sein. Wir Frauen werden oft in Verbundenheit gebracht mit die friedvolle oder die fürsorgliche, die empathische, die sensible. Und das wird dann eben verknüpft auch mit freundlich sein. Nur eben, wenn ich
diesem bestimmten Muster entspreche, dann eben, oder wenn ich mich erkläre, dann bin ich höflich und pass rein auch so. Also das Hintergrund ist eben auch dieses People-Pleasing, den Wunsch, es allen recht zu machen. Den Effekt allerdings, die Rechtfertigung hat den Preis, den wir bezahlen. Anfänglich kann es sich so anfühlen wie, ja, es gibt dir Sicherheit und es gibt dir auch dieses Gefühl von dazuzugehören. Und eben du kannst auch kurzfristig Konflikte vermeiden, aber langfristig bezahlst du mit deiner Energie. Du bezahlst auch mit deinem Selbstbewusstsein, denn du zweifelst immer mehr an dich. Und du lebst eben nicht diese wahre Version von dir, diese selbstbewusste Version. Und es kann eben auch zur emotionalen Erschöpfung führen. Die Sache ist auch, also die traurige Wahrheit ist, wenn du dich immer rechtfertigen musst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich mit dem falschen Menschen umgibst. Denn wenn es von dir verlangt wird, dass du dich rechtfertigst, dass du nur dann angenommen und geliebt wirst, dann ist schon irgendwo ein Haken in der Geschichte. Und es ist eben Performance, es ist keine wahre Kommunikation, keine nahe Kommunikation. Wir dürfen aber auch entscheiden zwischen gesunder Erklärung und Rechtfertigung. Sprich, du willst, wenn du spürst, du willst etwas teilen, weil es aus dir herauskommt, nicht weil es von dir verlangt wird oder weil da ein innerer Druck ist, sondern weil du es aus dem Herzen gerne möchtest und du das aber auch nicht machst, um Liebe oder Zustimmung zu bekommen. Und wenn du merkst, du machst das und es wäre okay, wenn du gar nichts sagst, wunderbar, da bist du im gesunden Erklären. In meinem Beispiel mit der Heilpraktikerin hätte das so aussehen können: Ich fahre nach Deutschland, weil es sich für mich gut anfühlt. Punkt. Im Rechtfertigen hingegen, da spürst du diesen inneren Druck. Du machst es, weil du Missverständnisse vermeiden möchtest. Und du redest länger als eben nötig. Wie eben schon, wie ich gesagt habe, bei mir kamen dann so Sätze wie, ja, ich weiß, es ist ein weiter Weg und es kostet sehr viel Geld, aber ich finde nichts Vergleichensweise hier und. Ja, also bei der Rechtfertigung, das eben fühlt sich schon und hört sich schon, wie du eben auch raushörst, sehr anstrengend und energiezehrend an. Und ich habe hier einige Beispiele, die ich gern mit dir teilen möchte, weil ich glaube eben, dass ganz viele von uns gar nicht wissen, dass sie im Rechtfertigungsmodus sind. Und anhand diesen Beispielen möchte ich dir zeigen, wie du das ummünzen kannst und was du anstelle davon sagen kannst. Situation Nummer eins: Sorry, dass ich so spät anrufe, ich wollte nicht stören. Als Selbstbewusster könntest du sagen, passt es dir gerade zu sprechen? Du machst dich nicht klein. Oder ganz oft höre ich auch, ich wollte nicht stören, aber dann könntest du sagen, wann hast du eine Minute für mich? Du bist kein Störfaktor, du hast ein Anliegen und dein Anliegen ist wichtig. Auch ganz oft, was ich sehe, ist, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das so mache. Dann könntest du das ersetzen mit, ich mache das gerne so. Und du gibst auch der anderen Person gleichzeitig die Verantwortung, selbst zu sagen, also ihre Meinung auszudrücken, wenn das nicht okay wäre. Also du fragst nicht um eine Erlaubnis. Und eben ganz oft machen wir uns für Kleinigkeiten, also entschuldigen wir uns für Kleinigkeiten, wie käme es zu einem Arbeitsmeeting, wenn du eine Frage hast, sorry, nur ganz kurz, dann könntest du das ersetzen mit, ich habe eine Frage. Ohne Drama, ohne Entschuldigen. Einfach nur klar, was dein Anliegen ist, was deine Frage ist. Oder, das ist auch eine Sache, die ich ganz oft höre, ich melde mich erst jetzt, weil ich war krank, mein Körper war so erschöpft und ich konnte gar nichts tun und.
Dann könntest du sagen, danke für deine Geduld, mein Körper brauchte Zeit. Ohne langen Drumherum reden, du schuldest niemanden eine Erklärung. Also Rechtfertigung, die hört sich nach einer Verteidigung an. Und ja, ich weiß, wenn du das austauschst, am Anfang vor allem, es wird sich komisch im Körper anfühlen, denn das sind neue Verhaltensweisen, die du dir antrainierst. Und da kann ich dich nur ermutigen, bleib dabei. Bleib dabei und übe, übe, übe. Auch wenn du in einem Umfeld bist, das dich gekannt hat als eine, die sich ständig erklärt und stark rechtfertigt, dann wird es auch sehr komisch für sie sein anfangs. Aber wenn du dabei bleibst, dann wird es immer mehr zu deiner Realität. Und wenn du jetzt noch tiefer gehen möchtest und da mal reinschauen möchtest, wie kannst du da jetzt wirklich raus aus diesem Muster, dann empfehle ich dir, das zu erkennen. Sprich, du gehst in die Beobachterrolle und du, du journalst zum Beispiel jeden Tag für 7 Tage im Stück, schreibst du dir auf, wo habe ich mich heute klein gemacht, wo habe ich mich mehr erklärt, als das von mir verlangt wurde und wo habe ich mich klein gemacht hauptsächlich. Also du sammelst das, ohne dass du das bewertest. Und wenn du das machst, dann verliert schon dieses Muster 50% seiner Kraft. Denn nur wenn du eben dieses Bewusstsein schaffst, dann kann diese automatische Trauma Response aufgelöst werden. Und als zweiten Schritt nimm die 3-Sekunden-Regel. Sprich, du bist in der Situation und du merkst schon, du willst dich jetzt rechtfertigen. Dann halte inne, pausiere, atme und streich den zweiten Satz. Ich melde mich erst jetzt, Punkt. Und dann sag gar nichts mehr. Wenn du nicht weißt, was sagen in einer Situation, könntest du auch sagen, ich komme darauf zurück, ich brauche einen Moment. Also meistens ist im zweiten Satz die Rechtfertigung. Und als dritten Ankerpunkt, den du nutzen kannst, ist, geh nach innen und nimm das innere Kind an die Hand. Sprich, frag es, wovor hast du Angst? Ja, meist ist da die Angst, nicht dazugehören, nicht liebenswert zu sein, nicht gut genug zu sein. Und frag es, was brauchst du jetzt von mir, um dich sicher zu fühlen? Manchmal ist es eine Berührung, eine Umarmung, frische Luft, einfach nur mit dir zu sein. Und sag dann auch, das war wichtig, dass du das früher gemacht hast und es war notwendig, aber jetzt brauchen wir das nicht mehr. Du musst dich nicht rechtfertigen, um geliebt zu werden. Du bist gut so wie du bist. Du bist liebenswert so wie du bist. Und sag dir das, was es eben gerade hören möchte. Da hast du wirklich das Reparenting in Life, also Heilung. Das ist Heilung pur. Und ja, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Schritt Nummer 1, beobachte. Schritt Nummer 2, halte inne, streiche den zweiten Satz. Und Schritt Nummer 3, nimm das innere Kind an die Hand. Ich hoffe, das hat dir geholfen und du kannst diese selbstbewusste Version mehr und mehr leben. Und wenn du in diesem Prozess Unterstützung möchtest, dann bin ich sehr gerne für dich da. Du findest alles weitere auf meiner Webseite. Und ich würde mich sehr freuen, dich in einer selbstbewussteren Version von dir zu führen. Und für heute sage ich danke, dass du da warst und wir sehen uns ganz bald wieder.